Ja, da kann ich dir als Louis van Gaal nur sagen, Respekt vor die Gegner. Das sollte man sich auch als Koch vom BVB gut überlegen, Dennis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, der selber ein Buch geschrieben hat. Kochen mit zwei linken Händen. Das ist für mich super gut, denn heute kann ich mich mal zurücklehnen und selber nur assistieren. Deswegen begrüße ich mit einem tobenden Applaus Matze Knob. Manchmal muss man sich selber feiern. In diesen Zeiten ist das so. Da musst du dir selber applaudieren. Mache ich zu Hause, wenn ich in der Küche stehe, auch immer. Ich habe mir rausgesucht und zwar die Zitronenpolenta mit Rahmpilzen. Sehr schön. Ja. Denn unsere Staffel steht so ein bisschen unter dem Motto Fit ins neue Jahr. Und ein veganes Gericht habe ich noch gar nicht. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn du so ein Buch machst, dann müssen wir beide vegan kochen. Absolut. Mich hat neulich übrigens ein Veganer zum Essen eingeladen. Hier beim Floristen um die Ecke. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe eine Tulpenunverträglichkeit, aber das können wir gerne ausprobieren. Darf ich mit den Pilzen anfangen? Du darfst gerne mit den Pilzen anfangen. Ich würde dann einfach mal so einen kleinen Stadionrundgang machen. Ja. Wenn das für dich okay ist. Ich wäre dann so in einer halben Stunde wieder da. Verlauf dich bitte nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, wir haben hier Kräuterseitlinge, Champignons und Austernpilze. Ja. Das ist eigentlich eine super schöne Auswahl. Habe ich denn auch ein Messer oder machst du das alles? Nee, guck mal, ich habe da sogar einen kompletten Messerblock für dich. Sehr gut. Kann man Champignons eigentlich auch verkochen, wenn man sie selber gesammelt hat? Hier in Dortmund gibt es ja große Waldgebiete. Würde man die hier finden, könnte man die hier pflücken und sammeln oder bist du der reine Supermarktsammler? Ich weiß gar nicht, ob man das in Dortmund noch so bekommt. Also ich kann mich tatsächlich nur daran erinnern, dass ich damals mit meinem Vater, wir waren mal sammeln. Und als Kinder, da war auf jeden Fall die Auswahl noch sehr, sehr groß. Aber wie das heutzutage läuft, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Sag mal, aber wenn du jetzt kochst für die Spieler, Ja. ist dann auch schon mal so ein Marco Reus, der mal über die Schulter guckt? Oder so ein Axel Witzel, der hinten mal den Backofen aufmacht und mit seiner Frisur nach dem Rechten schaut? Tatsächlich, also Marco kommt gerne mal in die Küche. Ja. Moda Hut übrigens auch. Begeisterter Koch. Ja. Der kocht wahnsinnig gerne. Ehrlich? Ja, erzählt er mir immer. Also ich habe mit ihm zusammen noch nicht gekocht, aber er macht es gerne. Er guckt auch immer sehr, sehr gerne. So, genau, das kochen wir auf. Ja. Das ist die Gemüsebrühe. Guck mal hier. Das Knoblauch müssen wir auch noch klein schneiden. Knoblauch ist sehr gesund. Knoblauch ist sehr gesund, aber Ja. ich sag mal, wenn man so viel Knoblauch reinmacht, dass nicht mal mehr der Hund zu einem kommt, dann war es definitiv zu viel. Ne? Ich glaube tatsächlich, bei der Menge Pilze reicht eine Zehe vollkommen. Findest du? Ja. Ich mag das ja ehrlich gesagt immer, wenn es ein bisschen mehr ist. Aber wenn du als Hobby-Vampir Angst davor hast, dann machen wir nur eine Zehe. Angst will ich es nicht nennen, aber Respekt. Ja, da kann ich dir als Louis van Gaal nur sagen, Respekt vor die Gegner. Das sollte man sich auch als Koch vom BVB gut überlegen, Dennis. Ich denke mal drüber nach. Ja, das sollten Sie, wenn Sie mit Louis van Gaal am Herd stehen. Okay. So, also, das Polenta-Pulver kommt rein, wir kochen das auf. Das stellen wir übrigens ganz kurz kalt, dann können wir es nämlich gleich besser schneiden. Wir brauchen eine Pfanne. So. Einmal So. für die Pilze. Jawohl. Ich würde mal hier die Öl. Pilze machen. Genau. Ja. Gebe ich dir die geschnittenen Pilze rüber. Ich habe Nüsse zum Beispiel auch sehr viele bei mir im Catering. Ja? Ja, ich finde Nüsse gut. Also Nüsse geben irgendwie Power. Du kriegst keine Plauze, wenn du Nüsse futterst. Das ist richtig. Da gibt es tatsächlich ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Magst du Walnüsse? Ja, mag ich gerne. Es gibt tatsächlich eine Studie darüber. Da wurden Affen gefüttert mit Walnüssen. Ja? Eine Gruppe wurde gefüttert mit Walnüssen, die andere nicht. Und danach haben die mit denen so Tests gemacht. Okay. Und die Gruppe mit den Walnüssen haben die intelligenteren Entscheidungen getroffen. Das heißt, vor so einer Klassenarbeit Walnüsse. müsste quasi der Junge Walnüsse essen. Vor jeder Rechenaufgabe eine Walnuss. Sehe ich jetzt schon die ersten Mütter. Das ist eine gute Idee. Ich gehe gleich in den Supermarkt. Ja, aber das ist tatsächlich, Nüsse haben so eine verrückte Wirkung. Ja, ich finde Nüsse, ich habe früher selten Nüsse gegessen, muss sagen, mittlerweile von Paranüsse
Cashewkerne und was es da alles gibt. gibt's auch Und es ist Cashewkerne. eben gerade, dann vor allem, wenn du Langeweile, du isst ja Süßigkeiten immer nur aus Langeweile. Mir geht das, du gehst dann so zum Kühlschrank, suchst alles ab. Ne, gibt es noch irgendwas im obersten Schrank und so. Und wenn du dann einfach Nüsse findest, dann erfüllt das seinen Zweck und es ist eben gesünder und du fühlst dich nicht so ekelig. Bisschen Pfeffer mache ich schon mal. Wie wird man denn eigentlich Koch vom BVB? Also ist das so, gab es da ein Casting? Ja. Bist du reingekommen und einer hat gesagt, Ja, also ganz ehrlich, ich finde, du siehst schon aus wie so ein Koch von Borussia Dortmund. Ich finde das echt megamäßig. Mach doch mal eine Tomatensuppe, ja. Und wenn die nicht anbrennen, dann bist du eingestellt. Oder wie läuft sowas? So, Wie muss ich mir das vorstellen? Ungefähr. Das muss man sich. Da saß der Mannschaftsrat, dann musste ich einmal Nudeln mit Pesto vorkochen. Dann haben die gesagt, okay, kann man essen, du bist es. Nein, wie war das? Thomas Tuchel hatte den Wunsch geäußert, dass er einen eigenen Koch bekommt für die Mannschaft. Ich kann mich daran erinnern, das war wirklich eine Entscheidung, wo der Verein heute noch von profitiert. Und du kannst mir danken, dass ich dich quasi sozusagen hier reingeschmuggelt habe. Und deswegen kochen wir auch heute vegan. Ja, bitte? Jetzt wird ein Schuh draus. Ne? Warst du dann nervös, als du das erste Mal für die gekocht hast? Also meine sind ja trotzdem Fußballstars, die kennt man aus dem Fernsehen. Oder war das in dem Moment, sind es für dich einfach ganz normale Gäste gewesen? Du hast gesagt, das ist ja gut, ich müsste ihnen schmecken und ich hoffe, es funktioniert auch, aber... Ich glaube, es war tatsächlich für mich ein bisschen einfacher, dadurch, dass ich die meisten davon schon vom Hotel kannte. Weil ich war ja vorher in dem Larrivé, in dem Mannschaftshotel. Ach so. Und bin ja dann quasi rüber gewechselt und hatte die ja eh schon jedes zweite Wochenende da, weil das ja so das Heimhotel war. Ja, ja, klar. Und da war so ein gewisser Bezugspunkt schon da. Und dann aber natürlich tagtäglich die so vor sich zu haben und dass die mal so reinkommen und sagen, hey, hast du immer noch Rührei oder was kannst du heute machen oder was gibt's denn heute? Und dass da wirklich einer, und dann hast du so gedacht, so krass. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, spricht er dich mit Namen an und sagt so, ja, ey, was macht ihr denn heute? Dann denkst du so, ne? ja, am Ende sind es ja auch alles ganz normale Jungs, muss man ja auch sagen. das ist ein super Typ. Was ist denn dein Lieblingsgericht eigentlich? Also ich esse zum Beispiel sehr gerne, kennst du so Zwetschgenknödel? Mega. Das war mein Lieblingsgericht als Kind. Könnte ich mich heute noch reinlegen. Mega süß. Wenn du 5 so Dinger im Magen hast, dann kannst du auch irgendwie 3 Tage nicht mehr laufen gefühlt, aber die schmecken richtig gut. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich habe tatsächlich sehr viele, aber wenn wir gerade bei den süßen Sachen sind, dann ist es eher so Pflaumenpfannkuchen oder Apfelpfannkuchen, weil das ist tatsächlich, wenn du das so sagst, da kann ich mich noch dran erinnern, das hat meine Mutter irgendwie so hin und wieder gemacht. Dann bist du von der Schule gekommen, kamst durch die Tür rein und dann hast du schon gerochen, Mutter steht da und macht ihre Pflaumenpfannkuchen. Dann gab es eine schöne Tasse Kakao dazu und dann hast du auch die 5 in Mathe wieder vergessen. Also, nee, das war schon eine richtig schöne Geschichte, das stimmt. So, jetzt müssen wir, wenn du noch ein bisschen, Saft, dann würde ich den noch mal einmal durchschneiden. Genau, schneid die noch mal durch, nimm noch den Saft dazu, damit wir ein bisschen Säure kriegen. Zap, zap, zap. So. Abgelöscht. So, sehr schön. Und jetzt kommt dann Lothar Matthäus und nimmt mit dem Löffel die Pilze aus der Pfanne raus. Normalerweise macht dann Lothar Matthäus das mit jungem Gemüse, aber heute mache ich es mit Pilzen. Und deswegen werde ich jetzt diese Pilze quasi auf der Bolender drapieren. Was möchtest du? Möchtest du es drauf oder möchtest du es daneben so haben? genau drauf, so ein bisschen so. Ja, möchtest du es drauf haben? Na, guck mal, das hat schon genau. mal nicht, das hat schon mal nicht funktioniert. Doch, wir folgen der Linie, sehr gut. So ein bisschen so. Ja. Ah, es sieht fantastisch aus. So. Wir können natürlich jetzt noch Folgendes machen, Leute. Machen jetzt mal hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen was drin. Ne? Super leckere Nummer. Ja, wirklich gut. Haben wir beide gut gemacht? Fantastisch. Ja. Also ich werde auf jeden Fall dieses Buch noch weiterempfehlen. Ich schenk's dir. Ja, das ist... Danke, dass du da warst. Setz dich von der Steuer ab. Bitte? Ja, gerne. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.